schon einige Zeit zusammen auf dem Weg und haben sich entschieden, diesen Weg zusammen weiterzugehen. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie dann ab heute ein Ehepaar sind und bald auch eine kleine Familie. Ich traue sie nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuch. In diesem Gesetz steht sehr viel drin über die Ehe. Ich könnte Ihnen etwa 10 Minuten vorlesen, aber das werde ich Ihnen ersparen. Ich beschränke mich auf den Artikel, der etwas über die Rechte und Pflichten des Brautpaares aussagt. Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden. Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen. Sie schulden einander Treue und Beistand. Sie haben gehört, auch das Gesetz schreibt die Gemeinsamkeit groß. Ich habe schon erwähnt, sie sind schon einige Zeit zusammen auf dem gemeinsamen Weg. Das Kind, das sie erwarten, wird dann ihren Lebensrhythmus am Anfang sehr dominant bestimmen. Ab und zu wird wohl der Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag, aber eben gemeinsam werden sie das schaffen. Und wenn sie dann einmal die Sache mit den Pampers im Griff haben, wird nicht mehr viel in die Hose gehen. Wir alle wissen aber auch, dass wir nicht immer so schönes Wetter haben in unserem Leben, nicht nur Sonntage und nicht nur Ferien, sondern manchmal ist es auch sehr stürmisch auf unserem Weg und es ist nicht leicht, auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben. Manchmal muss man vielleicht auf den anderen warten, bis beide wieder gleich weit sind, um zusammen zu besprechen, in welche Richtung es gehen soll. Vielleicht verirrt man sich auch einmal und muss zusammen wieder den richtigen Weg finden. Sie beide sind heute auch hier, weil sie neben vielem anderen gemerkt haben, dass es schön ist, wenn man zusammen sein kann. Zusammen ist man stärker und es ist schön, einen Menschen an seiner Seite zu haben, der einen versteht und mit dem man alles teilen kann. Vielleicht haben Sie schon auch einmal darüber nachgedacht, warum gerade aus Ihnen beiden ein Paar wurde. Ich glaube, da hat sicher auch die Liebe eine Rolle gespielt. Ich habe mich dann gefragt, was ist denn Liebe? Und ich weiß, wenn ich jeden in diesem Raum fragen würde, jeder würde das Wort Liebe anders erklären. Ich glaube, die Liebe ist einfach die Kraft, die man überall gebrauchen kann. Weil die Liebe vergibt, die Liebe versteht, die Liebe hilft und sie bringt Freude in unser Leben. Natürlich gehört das Vertrauen auch zur Liebe. Das Wissen, meine Frau oder mein Mann ist an meiner Seite, wir sind nicht alleine. Dieses Wissen macht sie beiden stark. Den Partner zu achten ist auch ein Teil der Liebe. Sagen Sie wie bis anhin Ja zur Persönlichkeit des anderen, Ja zu den guten Seiten, das ist immer einfach, aber auch Ja zu den 2, 3 weniger guten Seiten, die jeder von uns ja hat. Und nehmen Sie einander immer als Geschenk und nie als Besitz an. Natürlich sind die Augen auch wichtig in jeder Beziehung. Irgendwann sind sie sich zum ersten Mal begegnet. Der Bräutigam dachte vielleicht, oh, was für eine hübsche Frau. Vielleicht haben sie da schon ein Auge aufeinander geworfen. Auf jeden Fall wollten sie sich nicht mehr aus den Augen verlieren und eine wurde für den anderen wichtig. Behalten Sie auch in Zukunft Ihre Augen offen füreinander, damit Sie sehen, wenn Sie gebraucht werden. Die Ohren sind natürlich auch wichtig. Wir haben hier ein Sprichwort, das heißt, der hat Diagonen in den Ohren.
Das bedeutet, wenn man Bohnen in den Ohren hat, versteht man nicht, was der andere gerne sagen möchte. Sie sind ein Paar und ab heute ein Ehepaar, weil sie ein offenes Ohr füreinander haben. Zuhören bedeutet aber auch, dass man sich Zeit nimmt füreinander, egal wie groß der eigene Stress auch immer ist. Der Mund ist natürlich auch sehr wichtig. Sie sind beide aus Ländern, die sehr temperamentvoll sind. Sie werden viel zusammen diskutieren und sprechen. Vergessen Sie aber nicht, neben allem Diskutieren auch ab und zu ein Kompliment für den anderen über die Lippen bringen. Zum Beispiel, wenn Sie beide sich so schön gemacht haben wie heute. Oder auch ab und zu einmal Danke zu sagen. Danke für die vielen Kleinigkeiten, die unser Leben ausmachen. Zum Beispiel Danke für ein gut gekochtes Essen. Oder Danke für eine schön geputzte Wohnung. Oder Danke für einen schönen Tag, den Sie zusammen verbracht haben. Oder einfach Danke, dass der andere für Sie da ist. Zum Schluss von meiner kleinen Rede wünsche ich mir auch etwas von Ihnen. Nicht, dass Sie unbedingt an mich denken, aber an Ihre Herzen, die füreinander schlagen, an die Achtung und das Vertrauen, die Sie sich schenken, an Ihre Augen, die Sie für sich und Ihr Kind offen halten werden und an Ihre Ohren, in denen nie Bohnen stecken sollen, damit Sie verstehen, was der andere Ihnen gerne mitteilen möchte. Wenn Sie bereit sind, würde ich Sie jetzt bitten, mit mir aufzustehen, damit ich Ihnen die wichtigste Frage von heute stellen kann. Kann der Braut vielleicht jemand helfen? Mit dem großen Kleid ist das nicht soll es jemand anderes geben, wenn Sie wollen? Ja, genau. Wir wollen ja keine Tränen. So, ja. Sie können sich ja. Schön. Also auspacken müssen Sie es selber. Weiß nicht, wie das geht. Ah, ist nur ein Deckel. Ja. Also. Sie werden diese Ringe sich jetzt gegenseitig anstecken, zum Zeichen von ihrer Verbundenheit. Dann wollen Sie noch die Hände zusammenhalten für ein Foto oder ist dann alles? Sie haben sich entschieden, betreffend Ihren Namen, dass jedes seinen Namen wie vor der Ehe behält. Und die Kinder werden nachher gemischt heißen. Ein Teil Vater, ein Teil Mutter. Gut. Also alle, die hier am Tisch sitzen, werden nun dieses Dokument unterschreiben. Wir bestätigen mit der Unterschrift, dass Sie Ja gesagt haben. Oslo. Sie da zwischen.
habe hier noch die Dokumente vorbereitet, wie wir es besprochen haben. Sie bekommen einen Eheschein und das Familienbuch. Das müssen Sie dann mitnehmen zur Geburt. Dann wird das aktualisiert mit Ihrem Kind dann drin. Jetzt sind Sie beide. Nach der Geburt kommt das Baby dann auch hinein. Ganz zum Schluss von Ihrer Trauung möchte ich Ihnen gerne noch ein Gedicht mitgeben. Ich habe schon ein wenig von der Liebe gesprochen am Anfang. Ich habe das Gedicht ausgesucht, weil es etwas darüber aussagt, wie wichtig für uns Menschen das Licht und die Wärme sind. Es gibt Momente, da wünschte ich wäre Sonnenstrahlen für dich. Sonnenstrahlen, die deine Hände wärmen und deine Tränen trocknen. Sonnenstrahlen, die dich an der Nase kitzeln und dich zum Lachen bringen. Sonnenstrahlen, die deine Dunkelwinkel erleuchten, deinen Alltag in helles Licht tauchen und die Eisberge um dich zum Schmelzen. Wenn es einmal etwas stürmisch werden sollte auf Ihrem Weg, können Sie dieses Gedicht zusammen lesen und an heute denken, wo Sie, so wie ich hoffe, sehr glücklich waren. Dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute, viel Glück und heute ein wunderschönes Fest. Herzliche Gratulation. Dann können die anderen Leute gratulieren. Hay que ser feliz porque se gana un hijo, don Jorge y doña Mari. Igual para mi esposa, nosotros ganamos una hija. Eso es lo importante, o sea, es un hijo más o una hija más que entra en nuestras vidas familiares, y eso es lo importante para nosotros, los padres de los jóvenes. Así que esa felicidad, yo les deseo mucha felicidad a estos nuevos novios, que sea feliz, y también nosotros vamos a poner nuestras partes de estos nuevos hijos que tenemos ahora, que tenemos ese amor y de luchar juntos cualquier cosa que estemos de hacer por ellos y que ellos también pues en un tiempo se dejen ayudar y nosotros. Gracias. Muchas gracias. Was machen Sie für Situationen?